This year, the BMW M1 celebrates its anniversary. The mid-engine sports car has been a BMW icon for 40 years now. From 1972 to 1980, Jochen Nierpatsch was BMW Motorsport Director and looks back on an exciting time. In den 70er Jahren war der Produktionswagensport sehr erfolgreich. Wir hatten teilweise zum Beispiel beim 6-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring mehr Zuschauer als bei der Formel 1. Also es war eine große Zeit, eine große Tourenwagenzeit. Wir sind damals mit dem 3.0 CSL Coupé gefahren, waren sehr erfolgreich, haben viele Meisterschaften gewonnen. Als dann 1975 Jean Todt auf mich zukam und sagte, da gibt es in Paris einen Hervé Poulain, der hat Renault ein Projekt angeboten, dass ein Künstler eine Alpine bemalt und er wollte aber selber als Amateur mitfahren. Wir haben dann Kontakt aufgenommen und haben dann, ich möchte mal sagen, unseren Einsatz umfunktioniert. Da war nicht mehr das sportliche Ergebnis wichtig, sondern ein Kunst-Happening zu veranstalten beim wichtigsten Langstreckenrennen der Welt. Und das hat funktioniert. Das Auto wurde im Louvre vorgestellt und wir hatten an der Rennstrecke sowohl die Pariser Gesellschaft, die Intellektuellen und die Techniker. Das war eine fantastische Sache. Und nachdem das erste Projekt gelungen ist, kam dann als zweites Frank Stella, als drittes Roy Lichtenstein und als letzter, den ich mit zu verantworten habe, eben Andy Warhol. Ich finde es nach wie vor faszinierend. Ich habe letzte Woche noch mal an der Mainz gefahren. Nicht nur, dass er schön aussieht, sondern auch die Fahrleistungen sind heute noch ansprechend. Das nach 40 Jahren, finde ich, ist faszinierend.